Herzlich willkommen zu diesem Tutorial zum Thema digitale Ausgänge. Mein Name ist Jonas Kröker, ich bin Teil des Schulungszentrums hier bei KIB und ich darf Ihnen heute zeigen, wie Sie Ihren digitalen Ausgang parametrieren. Wir starten mal rein mit dem Beispiel. Ich habe hier ein S6A-Gerät mitgebracht. Sie sehen das auf der Präsentation. Und hier vorne auf der X2B-Klemme befinden sich die digitalen Ausgänge. Hier einmal das Pinning. O1 und O2 sind jeweils die Ausgänge und dann 3 Pins für das eine Relais, je nachdem, wie man es anschließen will. Da müssen Sie aufpassen, je nachdem, mit welchem Gerät, mit welcher Steuerkarte Sie arbeiten, kann es sein, dass Sie mehr digitale Ausgänge haben. Da schauen Sie einfach in Ihrer Anleitung. Und wir starten rein mit dem ganz grundlegenden Wissen, einmal mit dem grundlegenden Prinzip, was ein digitaler Ausgang tun soll. Wir vergleichen immer einen Wert A mit einem Wert B. Wir stellen eine Bedingung her mit einem Operatormodus und Sie sehen das, ich habe die Parameter drunter geschrieben, sodass Sie dann in Ihrer Parameterliste das einfach mit abarbeiten können. So stellen wir eine Bedingung her, beispielsweise Fleckoperand A soll größer als Fleckoperand B sein. Sobald diese Bedingung erfüllt ist, habe ich die Möglichkeit, den Ausgang zu schalten. Diesen Modus nennen wir hier ein Flag, also dieses ganze Konstrukt ist ein Flag, den wir dann über Auswahl in DO20 bis 27 jedem einzelnen Ausgang zuweisen können und so die Möglichkeit haben, Ausgänge mit Bedingungen zu verschalten. Um jetzt einen Schritt weiter zu gehen und ein bisschen einzusteigen in die Möglichkeiten, die wir haben, kann ich beispielsweise Fleckoperand B nicht nur einem Parameter zuweisen, sondern einem ganz festen Wert, das nennen wir bei uns den Vergleichspegel, also ein genauer Wert, mit dem ich einen Fleckoperand A vergleiche. Da habe ich zwei Möglichkeiten, DO05 und 06. DO05 ist für die Werte, die eine Nachkommastelle haben, bis zu 4 Nachkommastellen bieten wir da an. DO06 ist dann nur für die ganzzahligen Pegel. Wenn Sie die Wahl haben, dann nehmen Sie DO06, der ist einfach kompatibler mit mehreren Operatormodi und Möglichkeiten, die wir uns in den nächsten Tutorials dann auch anschauen werden. Weiter können Sie eine Hysterese einstellen. Diese bezieht sich immer auf Fleckoperand B, ist ein fixer Wert, also nicht ein prozentualer Wert, also ein absoluter Wert. Die Hysterese bezieht sich auch immer auf den Operatormodus. Wenn ich beispielsweise größer gleich einstelle, dann geht sie nur in positive Richtung ab dem Vergleichspegel, entsprechend dann kleiner gleich. Bei gleich teilt sich die Hysterese dann eben halb und halb in positive und negative Richtung auf. Zuletzt bieten wir in DO08 einen Filter an. Den Wert, den Sie da eingeben, der bezieht sich immer auf die Millisekunden. Der Filter bezieht sich auch auf den ganzen Flag, nicht nur auf einen der beiden Operanten. Und zuletzt gehen Sie dann über die Auswahl auf den Ausgang, weisen den Flag einem Ausgang zu. Und das war's schon. So einfach kann es sein, einen digitalen Ausgang zu parametrieren. Das war jetzt vielleicht ein bisschen viel Theorie. Wir gehen jetzt in die Praxis in CombiVis und ich zeige Ihnen das direkt einmal im Umrichter, wie Sie so einen Ausgang parametrieren können. Wir arbeiten jetzt direkt hier am Gerät, das S6A-Gerät. Wir kommunizieren hier über einen USB-Seriellwandler. Ich habe hier noch eine Schalterbox, die brauchen wir für die späteren Tutorials. Und über den Wandler gehen wir hier in den Rechner und wir schauen uns das Ganze jetzt in CombiVis an. Wenn Sie in die Geräteparameter gehen, dann sehen Sie hier die DO-Parameter, die sind dafür da, um die digitalen Ausgänge zu parametrieren. Ich kann Ihnen empfehlen, sich eine kleine Parameterliste zusammenzubauen mit den genauen Parametern, die Sie verwenden möchten. Wir haben insgesamt 8 Flags zur Verfügung, das sehen Sie hier. Wenn Sie einmal aufklappen, haben wir Fleckoperand A, 8 Stück, dementsprechend B, 8 Stück und so weiter. Damit man da mit den Subindizes nicht durcheinander kommt, kann es Sinn machen, sich eine Liste zu bauen. Das habe ich in diesem Fall schon gemacht und die gehen wir jetzt einmal von oben nach unten durch. Sie sehen hier oben 4 Parameter, das sind die gleichen, die ich hier unten auch schon im Cockpit habe. Das ist einmal die Zielgeschwindigkeit, die aktuelle Geschwindigkeit. Sie sehen, die schwankt ein bisschen, deswegen brauchen wir beispielsweise auch einen Filter. Dann haben wir das Control Word, mit dem ich den Motor starte und am Ende den Status der digitalen Ausgänge, um zu sehen, ob unsere Parameterliste funktioniert. Wir starten oben, wir sagen jetzt, dass wir einen Flag bauen wollen, der ab einer Zieldrehzahl von 1500 Umdrehungen pro Minute den Output 1 schaltet. Dazu gehen wir in Fleckoperand A und sagen, wir legen da den RU8 drauf, die aktuelle Geschwindigkeit. Fleckoperand B, weil wir einen ganzzahligen Pegel haben wollen, 1500, nehmen wir Vergleichspegel 2, im Englischen Level 2. Dann größer gleich, das passt uns. Wir hätten jetzt hier die Möglichkeit, verschiedene Operationen zu wählen.
größer gleich passt uns in dem Fall. Hier können wir auch nochmal sagen, wir nehmen beide Operanten entweder als Operand, als Parameter, wie er da ist, ohne Vorzeichen, mit Vorzeichen oder absolut als Betrag. In dem Fall passt uns das auch so. Hier stellen wir unsere 1500 ein und geben jetzt hier noch eine Hysterese von 10 Umdrehungen drauf. 50 Millisekunden Filter. Und wichtig, in DO15 geben wir die Anzahl der Flags an, die wir nutzen wollen. Der Default-Wert ist da 4. Also wenn Sie unter 4 bleiben, müssen Sie da erstmal nichts verstellen. Das kann Sinn machen, das nur tatsächlich auf die Flag-Anzahl zu setzen, die Sie verwenden wollen, um ein bisschen Prozessorrechenleistung einzusparen. Also ab einer Auslastung von ungefähr 80% sagt man, sollte man gucken, dass man irgendwo ein bisschen einkürzen kann. Das wäre dann hier der Fall, wenn ich nur 2 Flags nutze, dann stelle ich jetzt hier, in dem Fall nutzen wir nur einen, also stelle ich hier jetzt eine 1 ein. Und dann gehen wir auf DO20 und weisen jetzt dem Ausgang 1 den Flag 1 zu. 1, das sehen Sie hier im Subindex, also in dieser Spalte. Wir sind die ganze Zeit im Subindex 1 geblieben. Dementsprechend ist das der Flag 1 und den legen wir jetzt auf den Ausgang 1. So, und jetzt schauen wir, ob das Ganze funktioniert hat. Zieldrehzahl legen wir erstmal auf 1400. So, Zieldrehzahl sehen Sie hier unten, 1400. Und jetzt starte ich den Motor. Sie sehen, dass jetzt hier unten die aktuelle Drehzahl schwankt jetzt um 1400. Wir haben keinen Ausgang und wenn wir jetzt über 1400 gehen, sehen Sie, Ausgang 1 schaltet. Damit hat unser Flag funktioniert. Ich schalte den Motor wieder ab. Wenn Ihnen das Video geholfen hat, dann seien Sie nächstes Mal sehr gerne wieder dabei. Wir werden weitere Videos zu diesem Thema drehen. Und wenn Sie das nicht verpassen wollen, dann folgen Sie dem YouTube-Kanal schon mal und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder.